bin Vivian und in diesem Online-Kurs dreht sich alles ums Thema Lederschärfen. Wir sprechen darüber, wie eine geschärfte Kante aussehen sollte, wieso man überhaupt schärfen sollte, welche Werkzeuge es dafür braucht zum Schärfen und natürlich zeige ich auch die Technik, wie man genau schärft. Und wir wenden das Ganze an einem Projekt zusammen an, auf das ich mich schon sehr freue. Ich hoffe, du auch. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, einmal eine kurze Zusammenfassung, was genau ist Schärfen überhaupt und wofür braucht man das eigentlich? Also, Lederschärfen ist im Gegensatz zum Lederspalten, das erkläre ich gleich noch, das Ausdünnen von Leder an bestimmten Stellen, wie hier zum Beispiel an der Lederkante, meistens an der Lederkante, um dann eben die Dicke, die man beim Leder hat, zu reduzieren. Also hier zum Beispiel haben wir ein 1,2 mm dickes Kalbsleder. Das wurde hier an den Kanten so ausgedünnt, dass wir jetzt ungefähr 0,3, 0,4 mm Dicke haben. Und das hat sowohl ästhetische Gründe als auch funktionale Gründe. Warum, erkläre ich dann in den späteren Videos. Aber das ist der Prozess des Lederschärfens. Im Gegensatz dazu, weil das oft verwechselt wird oder die Begriffe irgendwie vertauscht werden oder missverstanden werden, Lederspalten. Das ist nämlich was ganz anderes. Lederspalten ist der Vorgang, wenn man eine Lederhaut, meistens die ganze Haut oder eben auch schon zugeschnittene Stücke, in der Horizontale komplett durchschneidet, also die Haut wirklich spaltet, um so dann einmal das obere Leder, das Top-Grain-Leder zu haben und das untere Leder, das Spaltleder. Natürlich will man überwiegend das obere Leder verwenden. Das ist das Leder, wo die Zellstruktur noch sehr dicht ist, was sehr stabil ist und wo eben auch meistens das Finishing dann aufgebracht ist. Und man will einfach da die Dicke im gesamten Leder reduzieren. Aber man kann natürlich auch das Spaltleder noch verwenden. Zum Beispiel für Velourspalt wird es oft verwendet oder eben auch zum Füttern oder das Leder wird geschreddert. Da kommt nichts weg, das wird geschreddert und dann werden da Lederfaserstoff zum Beispiel draus gemacht, um Taschen oder andere Accessoires zu verstärken. Also das ist der Prozess des Lederspaltens. Wir sprechen aber heute über das Lederschärfen, also das Ausdünnen von Leder. Und dass man sich das besser vorstellen kann, zeige ich einmal verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wo geschärftes Leder zum Einsatz gekommen ist. Das beste Beispiel dafür, und das ist wirklich prädestiniert, ist ein Geldbeutel. Da gibt es verschiedene Stellen, wo das Leder ausgedünnt wurde, so dass man den Geldbeutel überhaupt ordentlich fertigen kann. Das wahrscheinlich beste Beispiel zum Zeigen sind die Karteneinschubfächer. Also hier haben wir, das zeige ich nochmal hier an diesem Beispiel, mit der ausgedünnten Kante wird eine umgeschlagene Kante gemacht. Also das Leder wird ausgedünnt und dann umgeklebt, sodass man hier eine schöne, saubere Kante hat, die eben auch, wenn die Karten oft rein und rausgehen, trotzdem sehr stabil und unanfällig ist. Deutlich unanfälliger wie zum Beispiel mit Kantenfarbe oder wenn man die Kante komplett offen hat. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum man auf jeden Fall ausschärfen sollte, weil wenn man das nicht tun würde und wirklich die volle Dicke hier umklappen würde, dann würde das sehr, sehr schnell eine sehr dicke Angelegenheit werden. Das würde weder schön aussehen, noch wäre es funktional sinnvoll, weil wir wollen ja auch noch was in den Geldbeutel reinmachen und nicht den ganzen Geldbeutel mit Leder ausfüllen. Hier zum Beispiel habe ich mal ein Kartenetui gemacht, wo ich nicht geschärft habe. Unabhängig davon, dass ich hier dann eben auch gar nicht die Kante umgeschlagen habe und sich das hier jetzt schon löst von dem Kleber. Je öfter man das rein und raus macht, die Karten, haben wir hier an den Seiten die Situation, dass sich die verschiedenen Lederschichten aufeinander aufbauen und dann eben sehr, sehr dick werden. Und wir haben hier ein 0,6 mm dickes Ziegenleder, also das fast dünnste, was man irgendwie haben kann, ungeschärft. Und selbst das ist schon super dick. Man stellt sich jetzt das Ganze nochmal mit unserem Rindsleder vor, mit unserem genabten Rindsleder. Das hat eine Dicke von 1,4 mm. Wenn wir da 1, 2, 3, 4 Schichten aufeinander hätten, kann man sich ausrechnen, das wäre eine sehr dicke Angelegenheit und das sieht natürlich weder schön aus, noch macht es irgendwie Sinn, wenn man es dann nicht mehr benutzen kann, weil es viel zu groß und dick ist. Insofern macht es da auf jeden Fall Sinn, das Leder auszudünnen. Ist eigentlich unabdingbar. Hier am Geldbeutel sieht man auch noch eine andere Anwendungsmöglichkeit und das ist die Kante hier, einmal rundherum bei der äußeren Hülle des Geldbeutels. Auch da haben wir eine umgedrehte Kante, also eine umgeklebte Kante.
Und die ist dann auch nochmal genäht, der Reißverschluss eingenäht. Und das ist eben eine sehr, sehr saubere Art, ein Lederstück zu verarbeiten. Hier noch ein zweites Beispiel. Und zwar eine sehr, sehr alte Tasche, die ich irgendwann mal Secondhand gekauft habe, von der ich mich nicht trennen will. Und da haben wir einen Einfassstreifen aus Leder, der auch ausgedünnt ist und geschärft ist. Und hier haben wir einmal die Klappe zum Beispiel mit diesem Einfassstreifen eingefasst. Eine sehr, sehr saubere Möglichkeit, ein Leder zu verarbeiten. Auch zum Beispiel, wenn man auf der Rückseite Futter hat und es schön einfassen will, ist das eine super Möglichkeit. Und hier kann man sich vorstellen, wenn das die volle Dicke gehabt hätte, dass es sogar hier nochmal mit einer umgeschlagenen Kante, dann wäre das wirklich nicht schön und deswegen auch hier ein geschärftes Leder. Die dritte Anwendung und sicher nicht die letzte, aber auch eine sehr bekannte, ist beim Thema Buchbinden. Da kommen wir später bei unserem Projekt dann noch dazu. Ich freue mich schon richtig. Auch da wird Leder ausgeschärft. Und zwar einmal hier, wo umgeschlagen wird, also an allen Seiten, weil dann wird ja der Vorsatz bzw. hier der Nachsatz, also das erste und letzte Papier, aufgeklebt. Und hier sollte natürlich ein schöner, glatter Übergang sein und nicht irgendwie so ein treppenartiger Absatz. Und deshalb wird hier auch Leder ausgedünnt. Es gibt noch viele verschiedene andere Anwendungsmöglichkeiten. Also Einfassstreifen ist sehr, sehr häufig die Verwendung. Dann auch, wenn man einen Paspel einarbeiten will. Wie gesagt, bei umgeschlagenen Kanten, bei Geldbeutel, bei ganz vielen anderen Lederaccessoires, wo einfach verschiedene Lagen Leder aufeinandertreffen, die in Summe zu dick wären. Aber es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man einen Riemen machen will und die Lederhaut einfach nicht mehr hergibt von der Länge her, kann man 2 Riemen ausschärfen und die so zusammenkleben, dass man dann gar nicht mehr erkennen kann, dass das 2 einzelne Stücke waren. Also viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich sage nur so viel, wenn man einmal eine geschärfte Kante gesehen hat, dann und auch genutzt hat bei seinen eigenen Lederaccessoires, dann möchte man darauf nicht mehr verzichten. Auch wenn das Schärfen nicht die einfachste Disziplin ist, da bin ich ganz, ganz ehrlich, macht es auf jeden Fall Sinn. Denn für mich, ehrlich gesagt, ist es der Unterschied zwischen Täschnerei und Feintäschnerei. Es macht so einen großen Unterschied, wenn man ja das einfach ein, zwei Mal angewandt hat und dann auch erkennt, was der Unterschied ist. Und das unterscheidet einfach ein Lederaccessoire von der einfachen Variante und der Variante mit sehr, sehr viel Detailliebe. So, wie kann man schärfen? Also was braucht man zum Schärfen? Wir reden gleich im nächsten Video noch über die verschiedenen Materialien, die man braucht und auch die richtigen Werkzeuge. Aber einmal einen kurzen Überblick. Man kann schärfen mit der Maschine oder per Hand. Wir machen es natürlich per Hand auf die gute, alte, traditionelle Art. Mit der Maschine wäre zum Beispiel eine Glockenschärfmaschine. Die ist ja relativ groß, auch eine kleine Investition und natürlich muss man sich da auch erstmal auskennen mit der Maschine. Also das machen vor allem Lederhandwerker, die viel, viel produzieren. Und selbst die haben trotzdem noch ein Schärfmesser und beherrschen auch das Schärfen per Hand, denn es gibt einfach Stellen, da geht es nur per Hand. Deswegen lernen wir gleich diesen Prozess. Und es gibt auch noch einige andere Werkzeuge, die will ich einmal ganz kurz zeigen, weil man die oft online sieht für relativ wenig Geld, würde ich mal behaupten. Und die werden sozusagen beworben als Werkzeug zum Lederschärfen. Das ist zum Beispiel hier so ein Hobel. Einige haben mir sogar schon gesagt, als ich das gezeigt habe, das wird eigentlich eher in der Fußpflege verwendet. Es wird aber auch zum Lederschärfen beworben. Ich benutze es einfach mal ganz kurz, dass man sehen kann, wie gut das eben nicht funktioniert. Also damit soll eigentlich hier, also man sieht schon, und das ist eine neue Klinge, die ich da drin habe, da klappt wirklich gar nichts. Das ist eigentlich was vor allem bei pflanzlich gegerbtem Leder funktioniert. Also bei einem sehr, sehr harten Leder, mit dem wir sehr, sehr selten arbeiten, da kann man, nicht mal da funktioniert es. Ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel für was ihr euch auf jeden Fall sparen könnt. Das braucht man nicht. Dann gibt es hier noch so ein Schälgerät. Auch das wird manchmal zum Schärfen benutzt. Ja, funktioniert auch semi-gut, würde ich mal sagen. Also sehr ungleichmäßig. Kommt drauf an, wie viele Lederstücke man da vorher ruinieren will, bis man dann eins vielleicht richtig hinbekommt. Aber
das geht schon ein bisschen besser, aber auch sehr ungleichmäßig. Also es ist nicht leicht, das zu kontrollieren und man sieht jetzt schon extrem, wie ich das Leder hier gedehnt habe. Das bleibt beim Schärfen nicht komplett aus, aber so mit 2 Zügen schon das Leder gedehnt zu haben, ist auf jeden Fall auch nicht Sinn der Sache. Dann gibt es noch hier so ein Gerät, auch nicht sonderlich hochwertig, wie ich gerade feststellen kann. Da kann man auch zum Beispiel nicht nur an den Kanten ausschärfen, sondern auch in der Mitte. Wenn man zum Beispiel eigentlich Leder spalten wollen würde, könnte man das verwenden und ganz viele Stellen das Leder so wegschaben. Ja, auch das funktioniert eher semi-gut. Was ich auf jeden Fall jetzt, also es geht irgendwie so ein bisschen. Aber was ich jetzt hier habe, sind so ganz viele Rillen da drin. Wenn man da dann zum Beispiel ein Futter aufkleben würde, dann hätte man da auch unterschiedliche Dicken und unterschiedliche Stellen. Also auch das ist eher ein Werkzeug, unabhängig davon, dass es nicht sonderlich viel hermacht, sage ich mal. Was wahrscheinlich eher und nicht mal da bei pflanzlich gegerbtem Leder verwendet werden sollte. Das funktioniert schon besser. Also es ist ganz oft so, dass Werkzeuge, die man online für günstiges Geld sieht, nur bei pflanzlich gegerbtem Leder funktionieren, was eben eine gewisse Härte hat und einen gewissen Widerstand hat. Aber das können wir alles zur Seite machen. Womit man eigentlich Leder schärfen sollte, zumindest in der Feintäschnerei, ist ein ordentliches Schärfmesser. Und alles dazu zeigen wir im nächsten Video.